Triggerwarnung. In dieser Doku geht es um das Wirken und Schaffen einer der erfolgreichsten Bands der Welt. Die Songs der Band handeln oft von schwierigen Themen wie mentaler Gesundheit, unter anderem Depressionen, Missbrauch, traumatischen Erlebnissen und nicht zuletzt wird in der Doku auch das Thema Suizid behandelt. Wenn diese Themen für dich schwierig sein oder dich vielleicht sogar triggern sollten, empfehle ich, diese Doku nicht allein oder alternativ gar nicht zu schauen. Falls du selbst Betroffener sein oder jemanden kennen solltest, der von diesen Themen betroffen ist, schau bitte unbedingt in die Videobeschreibung. Dort habe ich erste Anlaufstellen verlinkt, die dir oder anderen in einer solchen Situation in erster Instanz weiterhelfen können. Hilfe ist niemals weit weg und du bist niemals allein. Über 100 Millionen verkaufte Tonträger mit Alben und Singles, Film-Soundtracks für Blockbuster, ein Türöffner in härtere musikalische Gefilde. Wenn man nicht tiefer graben möchte, fasst das grob und minimalistisch die Meilensteine einer Band zusammen, der man eigentlich keine große Zukunft prophezeite und die heute indiskutabel ein Synonym für Erfolg ist. Ein Intro für eine Doku zu dieser Band zu schreiben fällt schwer, wenn man nicht gleich alles vorne wegnehmen möchte. Denn dann könnte am Ende auch das Intro alleine schon eine ganze Doku sein. Mein Name ist Paito und ich heiße euch herzlich willkommen zu der wohl komplexesten und umfangreichsten Band-Doku, an die ich mich bisher gewagt habe. Macht's euch bequem und begleitet mich auf eine Reise durch die Zeit einer Band, die schon immer einen Drahtseilakt zwischen viel zu simpel und Geniestreich vollzog, sich durch eine zutiefst tragische persönliche Geschichte kämpfen musste, um sich letztlich doch wieder mit viel Mut zurück an alte Erfolge kämpfte. Herzlich willkommen zu der Geschichte von Linkin Park. I'm my own worst enemy. I've given up. I'm sick of feeling. Is there nothing you can say? Take this all away. I'm suffocating. Tell me what the fuck is wrong with me? Es ist 1996. So beginnt der Song der ehemaligen deutschen Hip-Hop-Gruppe Fettes Brot und genau da starten wir die Reise auch. Also nicht bei Fettes Brot, denn die hatten zumindest in Deutschland zu der Zeit schon enormen Erfolg, sondern wir starten in besagtem Jahr. Also 1996, Agoura Hills, Kalifornien. Mike Shinoda und Mark Wakefield, zu der Zeit beide 19 Jahre alt und frisch aus der Highschool raus, gründen gemeinsam eine kleine Band namens Zero. Und ja, Zero, auch wenn am Anfang ein X steht. Laut Shinoda eine symbiotische Metapher für einen wie auf einer Karte markierten Startpunkt und dem absoluten Nullpunkt, dem Anfang. Shinoda zieht sehr schnell Brad Delson hinzu. Auch die beiden kennen sich seit der Highschool, spielen beide Gitarre und um das grobe Gerüst des Projekts noch weiter auszubauen, ziehen sie Rob Burden mit hinein. Burden spielt Schlagzeug und somit steht ein erstes, wenn auch nicht finales Line-Up schon einmal fest. Der Gedanke, eine Band zu gründen, überkam Shinoda und Wakefield bereits 1991, als die beiden ein gemeinsames Konzert der Thrash-Metal-Band Anthrax und der Hip-Hop-Gruppe Public Enemy besuchten. Ja, Kinder, solche Konzerte gab und gibt es wirklich. Verrückt, oder? Frisch auf dem Art Center College of Design in Pasadena eingeschrieben, freundet sich Shinoda dort mit Joseph Joe Hahn an, der sich als DJ probiert und sich kurzerhand mit einem Turntable dem Projekt Zero anschließt. Um das Bandgefüge zu komplettieren, überredet Delson seinen Mitbewohner Dave Farrell, Spitzname Phoenix, sich ebenfalls dem Projekt anzuschließen, da er wiederum Erfahrung am Bass hat. Der erste Sänger, den das kleine Projekt zu Beginn hat, ist der bereits genannte Mark Wakefield. Dieser allerdings verließ die Band bereits nach den Aufnahmen zu einer ersten Demo wieder, da diese Demo der Band trotz Aushändigung an etliche Labels keinen Plattenvertrag einbrachte. Und manchmal ist es schon seltsam und man weiß nicht, ob es Zufall oder Schicksal ist,
Aber egal woran ihr da draußen glaubt, wegweisend sollte die Entscheidung Wakefields auf jeden Fall sein. Delson, der durch die logische Selbstvermarktung der jungen Band bereits Kontakte zu Plattenlabels pflegte, hatte einen ganz besonderen Kontakt. Und zwar zu Jeff Blue, seinerseits Vizepräsident der Warner Music Group, der zwar Potenzial in der Band sieht, aber noch nicht gänzlich überzeugt ist, ihnen wirklich einen Plattenvertrag anzubieten. Mittlerweile ist es 1999, Blue erfährt von Delson das Ausscheiden des Sängers und gibt ihm einen Kontakt mit, der sich möglicherweise für den Posten am Mikrofon eignen könnte. Der Name dieses Kontaktes: Chester Bennington. Bennington hat Erfahrung im Gesang, spielt bereits in der Band Grey Days und hört sich an, was Delson und Shinoda ihm so schicken. Er mag den Style und so schließt er sich 3 Tage in einem kleinen Studio ein, um die Demo der Band einzusingen. Ruft Jeff Blue sogar an, um ihm live am Telefon die Resultate seiner Arbeit zu zeigen, und Blue ist begeistert. Er lädt Bennington nach Kalifornien ein, wo er an einem organisierten Tryout der Band teilnehmen soll. Und die Jungs sind sofort überzeugt, sind nahezu geflasht von Chesters Vocals und können nicht glauben, dass jemand wie er wirklich Bock hat, sich einem Newcomer-Projekt anzuschließen. Sie entscheiden sich trotz vieler anderer Bewerber umgehend, ihn anzuheuern, und Bennington zögert nicht. Bennington, zu der Zeit bereits verheiratet und wohnhaft in Phoenix, Arizona, kündigt seinen dortigen Job und zieht gemeinsam mit seiner Frau nach Agora Hills. Ein Riesenschritt für das junge Paar, doch Chester hat so ein Gefühl. Er hört auf selbiges und geht den Weg an die Westküste. Mit einem neuen Sänger an Bord beschließt man gemeinsam ein Rebranding der Band, benennt sich kurzerhand in Hybrid Theory um und reicht das neue Demo-Tape bei Jeff Blue und Warner Music ein. Während man die Hoffnung auf einen Deal ins Demo-Tape legt, wird man jedoch vorerst noch darauf aufmerksam, dass es bereits eine Band mit dem Namen Hybrid Theory gibt, und um rechtlichen Problemen noch vor einem möglichen Vertrag aus dem Weg zu gehen, erfolgt letztlich eine zweite Umbenennung der Band. Linkin Park soll der neue Name sein. Der Name geht zurück auf den damals noch als Lincoln Park bekannte Park in Santa Monica, der heute als Christine Emerson Reed Park bekannt ist, falls ihr mal in Santa Monica seid und ein wenig für eure Freunden mit Fachwissen angeben wollt. Somit war die Band geformt, sie war benannt und dank eines sehr begeisterten Jeff Blue wurde auch endlich der erste offizielle Plattenvertrag unterzeichnet. Der Grundstein war also gelegt, Zeit nach den Sternen zu greifen. Es konnte also losgehen. Linkin Park waren im Business, doch ein Vertrag alleine, das reicht nicht. Es muss auch Musik her. Im Zeitraum März bis Juni 2000 befand sich die Band in den Energy Studios in North Hollywood und nahm dort ihr erstes Album auf. Am 29. August 2000 sollte es dann mit einer ersten Single-Auskopplung beginnen. Die Ära Linkin Park bekam ihren ganz offiziellen Startschuss. Band und Label sagten Vorhang auf für One Step Closer. Everything you say to me takes me one step closer to the edge, and I'm about to break. I need a little room to break. One step closer to the edge, 'cause I'm about to break. Da ist jetzt also diese Band, von der noch nie jemand was gehört hat, mit einem Song, der wagemutig Genregrenzen zerschmettert, mit einer Stilrichtung, die im Mainstream zwar aufkommend, aber noch nicht populär vertreten war. Was soll dabei jetzt rauskommen? Ein nachvollziehbarer Gedankengang, doch der Band gelingt das Unglaubliche. Platz 75 in den US-Singlecharts, Platz 24 im Vereinigten Königreich, 42 in der Schweiz, 38 Österreich, Platz 32 in Deutschland. Das Musikvideo wird bei MTV International und Viva im deutschsprachigen Raum rauf und runter gespielt. Und auf einmal fragt sich die ganze Welt, wer sind Linkin Park? Und taugen sie auch zu mehr als einem One-Hit-Wonder, das sich ausnahmsweise mal in den Mainstream verirrt hat? Die Antwort darauf liefern die Jungs dann nur 2 Monate später. Am 24. Oktober erscheint mit Hybrid Theory ihr Debütalbum, welches national, aber auch international nahezu alles überbietet, was die Musikwelt gerade zu bieten hat. One step
Linkin Park sind quasi über Nacht ein Gesprächsthema der weltweiten Musikszene. Hybrid Theory verkauft sich an allen Ecken und Enden, direkt spielt man die Mainstage von Rock am Ring 2001 und mit Crawling und Papercut kommen noch 2 weitere Singles, bevor ihnen dann knapp ein Jahr nach Albumrelease mit In the End als finale Single aus dem Album ihr wohl größter Coup gelingt. What you got? Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be another one. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing I don't know why. Linkin Park hatten es entgegen aller Spekulationen und Hürden geschafft. Sie waren nicht nur in den Musikmarkt eingestiegen, sie haben quasi alles gesprengt, was der bisherigen Norm entsprach. Musikalische Debütalben, das ist immer so eine Sache. Solche Erstlingswerke, die ebenfalls aus dem Nichts einschlugen wie eine Bombe, sind rar gesät. Appetite for Destruction von Guns N' Roses, aber auch in genretechnisch gänzlich anderen Welten wie das 2019 erschienene Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go von Billie Eilish könnten nüchtern an Zahlen betrachtet als ähnlich einschlagende Debütalben bezeichnet werden. Auf der Schattenseite wird der Band jedoch neben dem unfassbaren Debüterfolg eine Realität bewusst, mit der sie sich auseinandersetzen muss. Wer hoch steigt, kann tief fallen. Und eine Nachfolge auf ein so brutal erfolgreiches Erstlingswerk, das bietet ungewollt ein enormes Potenzial, dem Anspruch möglicherweise nicht gerecht werden zu können. You ready? Let's go! Never change a running system. Eine Floskel, die wir alle im Leben abertausende Male benutzen. Eben als solche Floskel, aber auch im übertragenen Sinne. Dinge, die funktionieren, die wiederholt man. Bestenfalls verfeinert und perfektioniert man sie auch noch. Ähnlich hielten es Linkin Park im Jahr 2002, als die Arbeiten an einem Nachfolger zu Hybrid Theory begannen. Die Welt kannte nun den Sound von Linkin Park und dieser kam an. Er traf einen Nerv, er überzeugte HörerInnen in und abseits der Metal-Szene. Es lag also nah, dass man sich wieder auf genau diesen Sound fokussierte. Immerhin schien man den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben. Doch bevor es diesbezüglich ans Eingemachte ging, veröffentlichte man während des Songwritings noch im Juli 2002 Reanimation, ein experimentelles Konzeptalbum, auf denen die Songs von Hybrid Theory in Remix-Versionen erschienen. Shinoda hatte einige Remixe von Fans und DJs aus der ganzen Welt erhalten und gemeinsam mit dem bandeigenen DJ Hahn wurden diese Remixe zu einem Album produziert, welches ebenso überraschend nicht weniger erfolgreich einschlug als das Ursprungswerk, obwohl die Songs alle einen deutlich schwereren Hip-Hop- und Elektro-Vibe hatten. Zeitgleich mit diesem Release gaben Linkin Park dann aber auch offiziell bekannt, die Arbeiten an einem neuen Album im Stile von Hybrid Theory aufgenommen zu haben. Und am 25. März 2003 war es soweit, Meteora erblickte als zweites Studioalbum das Licht der Welt. Durch Somewhere I Belong bekamen Fans weltweit schon vor Release einen Eindruck dessen, was sie auf dem zweiten Album erwarten sollte. Wieder wählte man den Weg, nur eine Single vor dem Album zu veröffentlichen und legte dann mit Faint, Numb From the Inside und Breaking the Habit
über die erneut nächsten 1,5 Jahre weitere Singles nach, was die Nachfrage nach dem Album durch die unglaublich gut produzierten Songs stets auf hohem Niveau halten konnte. Allerdings musste die Band sich auch mit kritischen Stimmen auseinandersetzen, die ihnen vorwarfen, Meteora würde alles in allem keine Weiterentwicklung raushören lassen. Die Band habe den Erfolgssound von Hybrid Theory lediglich kopiert, wie ein Rezept, welches man 1:1 exakt genau nach Vorlage noch einmal gekocht hat. Man sei somit seiner kreativen Entwicklung den nächsten Schritt schuldig geblieben und liefere ein Nachfolgealbum, welches sich zwar hören lasse, aber nicht innovativ überzeugen könne. Der Band blieb die Kritik nicht verborgen. Beeindrucken ließ sie sich davon allerdings auch nicht. Und die Erfolge des Albums, ja, die gaben ihnen auch keinen Anlass dazu. USA, UK, Deutschland, überall eroberte Meteora die Nummer 1 der Albumcharts. Ein weiterer Geniestreich der Kalifornier, die, wenn nicht vorher schon, spätestens jetzt definitiv und absolut angekommen waren. Thank you. You ready? All right, let's do this, people. Come on. Was macht eine Band am liebsten, außer im Studio neue Songs aufnehmen? Genau, live vor Publikum spielen. Und Linkin Park hatten so absolut gar keine Schwierigkeiten damit, Live-Publikum zu finden. Alle wollten sie sehen, zu ihren Songs live feiern, Teil des Phänomens Linkin Park sein. Viele schaffen dies auch, aber natürlich längst nicht alle. Doch auch da wissen Linkin Park gemeinsam mit ihrem Label einen für sie definitiv als erneuten Geniestreich zu bezeichnenden Move zu vollziehen. Denn im Sommer 2003, passend nach dem Release von Meteora, touren Linkin Park gemeinsam mit Mudvayne, Deftones und Limp Bizkit auf der Summer Sanitarium Tour, welche zusätzlich von Metallica als Headliner angeführt wird. Ein wahnsinniges Line-Up, mit welchem man große Stadien und Arenen in den USA bespielen darf. Den Gedanken daran, den Fans vor Ort eine Erinnerung und auch den daheimgebliebenen internationalen Fans ein weiteres Highlight bieten zu können, wurden insgesamt 2 Shows dieser Tournee am 2. und 3. August im Reliance Stadium in Houston und dem Texas Stadium in Irvine, beides US-Bundesstaat Texas, aufgezeichnet, woraus sich dann ein dickes Live-Album namens Live in Texas entwickelte. Ein Doppelalbum quasi, denn Fans bekamen sowohl eine CD mit 12 Live-Tracks, als auch eine Live-DVD mit den vollen 17 Songs der aufgezeichneten Sets beider Tage. Bis heute wird dieses Album sehr hoch gelobt und ich selbst kann mich erinnern, die DVD seinerzeit wirklich rauf und runter geguckt zu haben. Um auch mal eine kleine persönliche Anekdote einfließen zu lassen. Doch auch Fans in Europa sollten auf ihre Kosten kommen. So wurde beispielsweise eine LP Underground Tour sowie eine weitere European Tour durch ganz Europa gespielt. Die Geschichte der Band ist natürlich noch lange nicht vorbei. Doch ich finde, dass es sehr gut passt, an dieser Stelle einmal über den Impact und die Bedeutung von Hybrid Theory und Meteora zu sprechen. Linkin Park haben nach diesen Albenphasen einen schon deutlichen Wechsel vollzogen. Und um zu verstehen, was, wieso und warum überhaupt, hier einmal eine etwas tiefere Betrachtung ihres bisherigen Erfolges. Die Jahrtausendwende ist ein Hotspot für New-Metal-Bands. Korn, Deftones oder auch Limp Bizkit sind etablierte Größen. Die Szene verlangt nicht nach dem Next Big Thing, aber man wäre auch nicht abgeneigt für neuen Schwung. Mit Bands wie Limp Bizkit oder auch Papa Roach, die ihre Karriere nicht allzu unweit vor Linkin Park begannen, ist New Metal mittlerweile auch Mainstream-tauglich, bietet besonders Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Fläche der musikalischen Selbstfindung und Verwirklichung.
Es ist rebellisch, provokant und laut. Das kommt an. Das schafft Publikum. Eine aggressive, chaotische Szene, ein ungeschliffenes Ventil für Wut. Klar definiert also, man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man in diese Szene einen Fuß setzt. Und dann tauchen plötzlich Linkin Park auf und drehen einen Teil der Szene komplett um. Bei ihnen steht nicht Wut auf der Tagesordnung. Vorrangig setzen sie in ihren Texten auf Verletzlichkeit. Es geht nicht darum, anti-alles zu sein und anti-autoritär blanke Wut regieren zu lassen, wie zum Beispiel in Limp Bizkits Break Stuff. Es geht bei Linkin Park viel mehr um innere Kämpfe, Selbstzweifel, Depressionen, Angst, das Gefühl, nicht genug zu sein. Inhaltlich ein sehr starker Kontrast, doch sie treffen einen Nerv. Einen Nerv, der zwar durchaus punktuell, aber eben nicht flächendeckend in der Szene getroffen wird. Ein weiteres Detail ist die Art, wie Linkin Park ihre Songs produzieren. Ja, man kennt Hip-Hop-Elemente im New Metal, dass aber innerhalb der Songs selbst Rap, Clean und Harsh Vocals gleichermaßen durch 2 Sänger stattfindet, das ist selbst in der Szene neu oder wenigstens ultra selten. Auch zeigt besonders Mike Shinoda ein gutes Händchen dafür, wie man Songs produziert. Weniger deutliche Aggression, mehr Melodien für ein breiteres Publikum. Der saubere Sound bietet emotionalen Zugang, mehr Radiotauglichkeit, einen leichteren Übergang von und zum modernen Pop-Sound. Es ist dieser perfekte Mix aus Metal, Hip-Hop und Radiotauglichkeit, welche die Band aus allen anderen Vertretern ihrer Szene schon deutlich hervorstechen lässt. Wo Limp Bizkit, Korn oder gar Slipknot den nicht-Metal-affinen Musikhörern deutlich zu hart sind, kratzen Linkin Park in ihren Augen oft gerade noch so an einem erträglichen Maß harter Musik, ohne dabei aber auch zu weichgespült zu klingen. Hört man sich heute unter Musikfans um, besonders jenen, die den Weg in den Metal gefunden haben, dann stehen Hybrid Theory und Meteora für mehr als nur 2 Alben. Sie stehen für Wandel, sowohl äußerlich als auch für den individuell inneren Wandel. Viele Fans von Linkin Park betonen immer, dass die Musik und besonders die frühen Werke ihnen durch schwere Zeiten geholfen, sie stärker gemacht hat. Die beiden Alben haben zusätzlich geholfen, verschiedene Szenen näher aneinander zu bringen. So weiß ich selbst aus meiner Erfahrung, dass es nicht unüblich ist, wenn zum Beispiel Metal-Fans und Hip-Hop-Fans oder Popmusik-Fans an einem Tisch sitzen, bei Linkin Park oft ein gemeinsamer musikalischer Nenner getroffen wird, an dem auch alle Spaß haben. Auch haben Linkin Park früh verstanden, wie wichtig und vorteilhaft das Internet ist. So übte man sich früh darin, sich selbst mit seiner eigenen Fanbase über Webseiten und Foren miteinander zu vernetzen, auf professionelle, digitale Art und Weise. Somit lässt sich ohne Probleme sagen, dass Hybrid Theory und Meteora nicht nur massive Charterfolge, sondern Bindeglieder zwischen Szenen und popkultureller Entwicklungen waren und bis heute auch irgendwie sind. You live what you learn. You wanna share what you've been through. You live what you want. Thank you for making all that noise tonight. We really appreciate it. You're far too kind. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Boys. For one last time, need y'all to roll. 2004 erscheint im Rahmen des Projektes MTV Ultimate Mashup ein Mashup-Album des US-Produzenten Danger Mouse, auf dem er Songs des Black Album von Jay-Z mit Songs des White Album der Beatles zusammenfügt und welches als The Grey Album zu einem durchaus beachtlichen Erfolg für Danger Mouse und MTV führt. MTV möchte daraufhin natürlich ein zweites Mashup-Album auf den Markt bringen und wendet sich diesmal direkt an Jay-Z, der sofort zusagt, da er nicht nur selbst Musiker, sondern eben auch Produzent ist. Relativ schnell schlägt Jay-Z dem Musiksender vor, für dieses Projekt bei Linkin Park anzufragen. Er selbst sei Fan der Musik und er sehe enormes Potenzial, gerade weil die Band mit Mike Shinoda einen experimentellen und genialen Produzenten hat, mit dem er gerne einmal zusammenarbeiten möchte. Und so nimmt man seitens MTV Kontakt zu Linkin Park auf und erzählt ihnen von dieser Idee. Die Band selbst ist zunächst skeptisch über das Projekt, lässt sich von Shinoda aber dazu überreden, denn der wiederum, der ist ganz Feuer und Flamme. Und so erscheint Ende November 2004 die mit 6 Songs eher als EP zu betrachtende Scheibe Collision Course, bei der Fans und Kritiker gemischte Reaktionen verlauten lassen. Manche loben die kreative Arbeit, die Band und Rapper hier ablieferten, es kommen aber auch einige kritische Stimmen, bei denen Jay-Z sehr gut, Linkin Park nicht so berauschend gut wegkommen.
So seien Linkin Park auf der Platte, Zitat, eher langweilig im Vergleich zu Jay-Z, der auf den umgemodelten Hip-Hop-Beats besser funktioniert als die New-Metal-Talente. Und stilistisch können die Rocker nicht mithalten, ein netter Ansatz, aber am Ende nur für den Rapper aus New York wirklich passend. Ein nettes Experiment, keine niederschmetternde Enttäuschung, aber gebraucht hätte es das nicht. So sind die überwiegend allgemeinen Meinungen zu diesem Projekt. Es dauert dann bis ins Jahr 2007, bevor Fans von Linkin Park mit einem komplett neuen eigenen Album überrascht werden. Und überrascht ist an dieser Stelle ein starkes Wort, ahnt doch niemand, welche große Veränderungen die Band für alle bereithält. Mit diesmal nur ganz wenig Vorlaufzeit erscheint Anfang Mai die erste Single What I've Done. Nicht ganz 2 Wochen später dann das komplette dritte Studioalbum namens Minutes to Midnight. Minutes to Midnight schlägt zunächst ein wie eine Bombe. National und international steht es seinem Vorgänger Meteora in gar nichts nach. Überall Platz 1 der Charts und mit What I've Done steuerte man für Michael Bays im Sommer 2007 veröffentlichten Transformers-Film den Titelsong bei. Doch hinter all dem faktisch durch Zahlen belegbaren Erfolg werden Stimmen laut. Kritische Stimmen. Denn Minutes to Midnight, das bricht nahezu mit dem Sound, den Linkin Park noch in ihren letzten beiden Werken perfektioniert hatten. Anstatt erneutem New Metal weist das Werk einen deutlich größeren stilistischen Bezug zum Alternative Rock. Shinoda, ja, er singt mehr auf dem Album, als dass er rappt. Seine ikonischen Rap-Parts finden sich vorrangig in Songs wie Bleed It Out und Hands Held High. Samples und DJ-Elemente sind ebenfalls hörbar weniger präsent als noch zuvor. Hinzu kommt die inhaltliche Aufbereitung. Konnten die Vorgängeralben die HörerInnen noch mit emotional persönlichen Themen und Texten überzeugen, bedient man sich bei Minutes to Midnight eher Themen aus politischem Kontext und Kritik an kriegerischen Handlungen, allgemeinen Verlusten, gesellschaftlicher Ernüchterung und dem Erwachsenwerden. Der überwiegende Teil des Albums bietet mehr ruhige, melancholischere Songs. Der gesamte Sound des Albums ist bis auf eine Ausnahme wie Given Up weit weniger Metal und fokussiert sich mehr auf Pop- bzw. Rockballaden. Spürbar, aber noch nicht extrem, setzt ein Wandel bei Linkin Park ein, der zu diesem Zeitpunkt schon für viele Diskussionen unter den eigenen Fans führt. Den letztendlich berühmten Sargnagel, der viele Fans dann zunächst einmal von Linkin Park Abstand nehmen lässt, ist der Release von A Thousand Suns im Jahr 2010. Das Album richtet sich thematisch abermals an Gesellschaftskritik. Verpackt hinter Zitaten und Werken berühmter Männer der Geschichte wie Oppenheimer, Martin Luther King oder Mario Savio, wendet sich aber musikalisch noch weiter als Minutes to Midnight vom ursprünglichen Sound der Band ab. Nochmal mehr Synth-Elemente, noch poppigerer Sound mit noch weniger Gitarren und mehr Elektro-Sounds, noch mehr Gesang von Shinoda, nochmal mehr Sanftheit in Benningtons Gesang. Und doch landet das Album erneut in allen wichtigen Märkten auf Platz 1, in UK auf 2 und zeigt, dass der kommerzielle Erfolg der Band nicht durch den Stilwechsel oder die Experimente geschmälert wird. Ganz im Gegenteil, eine andere Zuhörerschaft entdecken Linkin Park für sich. Das Album wurde auch bei Kritikern sehr gemischt aufgenommen. Kerrang und Artist Direct lobten es in den höchsten Tönen und unterstellten dem Werk, Rockmusik muss sich danach um Linkin Park drehen. Und die Band kann stolz auf ihr eigenes Genre sein. Wohingegen Antiquiet und Loud dem Werk die komplett gegensätzlichen Kommentare entgegenbrachten. Das Album sei nur musikalisch chaotisch verpackte Sentimentalität oder sie titeln sogar zwanghafte Innovationen auf Kosten der eigenen Identität waren noch nie erfolgreich. Was ist das also nun?
Haben Linkin Park ihre Identität, ihren Sound und ihre Fans für einen Platz an der Sonne verraten? Ist das alles eine logische Weiterentwicklung, die eventuell zu brachial umgesetzt wird? Oder ist es eine Phase der Selbstfindung, bei der Experimente von außen nicht verstanden werden? Eines ist jedenfalls klar. Linkin Park, ja, die haben Erfolg, unabstreitbar, egal was sie tun. Jedoch verschiebt sich das Publikum. In jene, die der Band durch alles treu zur Seite stehen, jene Metal-Fans, für die Linkin Park durch die Kommerzialisierung gestorben sind, und die, die One Step Closer nicht ausstehen können, aber Waiting for the End über alles lieben. Nachdem Linkin Park mit Living Things ein wenig mehr herausfinden, ihren neu gefundenen Sound hier und da mit klassischen Elementen ihres alten Sounds zu mischen, so finden sich auch wieder mehr Gitarren und Drums auf dem Album, festigt sich dann aber mit The Hunting Party der Eindruck, die Band habe mit den vorherigen Alben nicht nur rein experimentiert, sondern durchaus einen deutlichen Weg für die Zukunft eingeschlagen. Klar, live spielen sie noch die alten, härteren Songs, aber der Style an sich findet auf den Alben einfach beinahe keine Einflüsse mehr. Und kommerziell erfolgreich sind all diese Alben dennoch. Linkin Park gehören nie zu der Sorte Band, die nicht ständig auf Touren sind oder nicht als Festival-Headliner gebucht werden. Sie bleiben relevant, sind überall unterwegs. Der Wandel hat ihnen nicht wehgetan. Also ist doch eigentlich alles geil, oder? Das Jahr 2017, genauer gesagt der 19. Mai. Linkin Park veröffentlichen ihr mittlerweile 7. Studioalbum One More Light. Wieder ein kommerzieller Erfolg. Wieder klettert man weltweit an die Spitzen und wieder ist man überall auf der Welt unterwegs. Denn ab Anfang Mai ist man bereits auf großer One More Light World Tour. Im Juni finden hierzu auch einige Shows in Europa statt, bevor man im Sommer auf namenhaften Festivals wie Rock am Ring und Rock im Park Headliner-Shows spielt. Download Festival, Nova Rock, Pink Pop, Hurricane, Southside, Rock Werchter. Die Festivalsaison 2017, die ist für Linkin Park komplett vollgepackt. Bevor es dann im Spätsommer und Herbst weitergeht, bildet ein Konzert am 6. Juli 2017 in der Barclaycard Arena in Birmingham den Abschluss der ersten Etappe der World- sowie Festival-Tour. Die Band gibt auch in ihrem 17. Jahr Vollgas, wirkt absolut unaufhaltsam und bereitet sich darauf vor, die kurze Sommerpause nach Birmingham zu nutzen, um die Batterien wieder aufzuladen. Nichts ahnend, dass nur 2 Wochen später ihre komplette Welt vollständig auf den Kopf gestellt werden wird. Es ist der 20. Juli 2017, als die Nachricht um die Welt geht. More breaking news right now. Linkin Park singer Chester Bennington reportedly has committed suicide. Chester Bennington, Sänger von Linkin Park, ist tot. Er wird in seinem Anwesen in Kalifornien aufgefunden, nachdem er sich selbst durch Erhängen das Leben nahm. Zunächst kann es keiner so richtig glauben. Vielleicht erlaubt sich jemand nur einen äußerst makabren Scherz und eine Hoax-Nachricht macht die Runde. Aber nein, die Behörden in Kalifornien bestätigen das Ganze und rasend schnell verbreitet sich die Nachricht von Benningtons Suizid auf der ganzen Welt. Linkin Park selbst veröffentlichen 4 Tage nach Chesters Tod einen Post auf Social Media, in dem sie zum ersten Mal auf die Situation eingehen und diese wie folgt kommentieren. Lieber Chester, unsere Herzen sind gebrochen. Die Schockwellen aus Trauer und Unglauben durchziehen noch immer unsere Familie, während wir versuchen zu begreifen, was geschehen ist. Du hast so viele Leben berührt, vielleicht mehr, als dir selbst bewusst war. In den vergangenen Tagen haben wir weltweit eine Welle aus Liebe und Unterstützung erlebt, sowohl öffentlich als auch privat. Telinda und die Familie wissen das sehr zu schätzen und möchten, dass die Welt weiß, dass du der beste Ehemann, Sohn und Vater warst. Unsere Familie wird ohne dich niemals wieder vollständig sein. Wenn wir mit dir über die gemeinsamen Jahre gesprochen haben, war deine Begeisterung immer ansteckend. Deine Abwesenheit hinterlässt eine Leere, die niemals gefüllt werden kann. Eine laute, humorvolle, ehrgeizige, kreative, freundliche und großzügige Stimme im Raum, die fehlt. Wir versuchen uns daran zu erinnern, dass die Dämonen, die dich uns genommen haben, immer Teil des Ganzen waren.
Schließlich war es die Art, wie du über diese Dämonen gesungen hast, die die Menschen dazu brachte, sich in dich zu verlieben. Du hast sie furchtlos offenbart und dadurch hast du uns zusammengebracht und uns gelehrt, menschlicher zu sein. Du hattest das größte Herz und hast es stets offen gezeigt. Unsere Liebe zur Musik, zum Erschaffen und Auftreten ist unauslöschlich. Auch wenn wir noch nicht wissen, welchen Weg unsere Zukunft nehmen wird, wissen wir, dass jeder unserer Leben durch dich besser geworden ist. Danke für dieses Geschenk. Wir lieben dich und vermissen dich unendlich. Bis wir uns wiedersehen. Die Wahrheit über Chester Bennington ist, dass da ein Mann im Leben stand, der sich immer liebevoll um seine Familie, Freunde und Fans kümmerte. Der bei jedem Gig 110% gab, auf Behind-the-Scenes-Material aus den Studios immer fröhlich, witzig und motiviert aussah. Warum also beendet jemand sein Leben so spontan und frühzeitig? Nun, zur Wahrheit gehört leider nicht nur das eben Gesagte, sondern auch das Folgende. Chester Bennington war eine gequälte Seele. Nachdem sich seine Eltern scheiden ließen, erhielt er von seinem Vater trotz dessen Sorgerecht kaum bis gar keine Aufmerksamkeit. Von seiner Mutter fühlte er sich zutiefst im Stich gelassen und auch sein Bruder und seine Halbschwestern interessierten sich nicht für ihn. Es gibt Verschwörungstheorien, Bennington solle als Jugendlicher deswegen sogar darüber nachgedacht haben, seine Familie zu töten. Dafür gab und gibt es jedoch keinerlei Beweise, weswegen ich es an dieser Stelle einmal umso dringlicher anmerken möchte, wie verwerflich ich die Wortwahl im deutschen Wikipedia-Artikel zu Chester finde, in denen dieses Thema als quasi bestätigt dargestellt wird. Weiterhin wurde Bennington als Kind über mehrere Jahre hinweg von einem Freund sexuell missbraucht, wofür er sich sehr schämte und sich daraufhin erst später jemandem anvertraute. Auch berichtete er immer wieder von schwerwiegendem Mobbing in der Schulzeit. All das führte dazu, dass Bennington schon sehr früh in Kontakt mit Drogen kam, welche er in erheblichen Mengen konsumierte. LSD, Opiate, Kokain, Crystal Meth, dazu noch eine regelmäßig große Menge Alkohol. Ja, all das half ihm mit diesen traumatischen und belastenden Erfahrungen klarzukommen, was er selbst in etlichen Interviews rückblickend aber natürlich als Quatsch bezeichnete. Es half ihm nicht, es verdrängte nur. Zu Beginn seines Engagements bei Linkin Park hatte Bennington noch immer mit den Suchtproblemen zu kämpfen. Die Band und besonders Mike Shinoda, die wussten auch davon, sowohl von der Sucht als auch von den Problemen, die ihr Sänger und neu gewonnener Freund mit sich rumschleppte. Sie motivierten ihn auch immer wieder dazu, in den Entzug zu gehen, was er auch immer wieder tat. Bennington schaffte es zwar immer über gewisse Zeiträume clean zu bleiben, er litt aber aufgrund seiner traumatischen Erfahrungen und Depressionen trotz Therapien immer wieder Rückfälle. Besonders wenn es um Alkohol ging. Laut Aussagen von ihm und der Band sei er aber ab 2011 überwiegend clean gewesen. Ein großer Grund dafür sei neben dem Support seiner Bandkollegen auch seine Frau Telinda gewesen, welche er 2006 während einer sehr dunklen Phase heiratete und mit welcher er auch 3 Kinder bekam. Doch so groß der Support von Band, Fans, Frau und Kindern auch immer wieder war, Bennington wurde seine Dämonen einfach nie los. Klar, er verarbeitete in seinen Texten vieles von dem, was er erlebt hatte, und es half ihm irgendwie auch, aber das ist eben so eine Sache mit beispielsweise Trauma und Depression. Das alles, das geht nie so ganz. Ein Ereignis, welches von vielen neben all den bereits besprochenen Punkten häufig als letzter Tropfen bezeichnet wird, ist der Tod von Chesters engem Freund Chris Cornell. Cornell, wohl am meisten für seine Arbeit als Sänger von Soundgarden bekannt, pflegte eine sehr enge Freundschaft zu Bennington. Auch er hatte mit Depressionen, Angststörungen und Suchtproblemen zu kämpfen, was beide sehr miteinander verband. Cornell wurde am 18. Mai 2017 leblos in einem Hotelzimmer in Detroit gefunden. Nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung wurde bestätigt, dass sein Ableben auf Suizid zurückzuführen ist. Bennington sang auf Cornells Beisetzung, konnte aber den Verlust seines Freundes mutmaßlich nicht verarbeiten und verkraften. Es ist nur eine Vermutung von allen, aber wenn man bedenkt, dass sich Bennington am 20. Juli das Leben nahm, dann wirkt es leider noch trauriger, denn es ist nicht nur Benningtons Todestag, sondern auch Cornells Geburtsdatum. Chester Bennington, ein Mann, der mit seiner Musik, seinen Texten, seinen Messages vielen Menschen da draußen aus dem Herzen sprach, der ihnen ein Gefühl vermittelte, verstanden zu werden, gehört zu werden, nicht allein zu sein.
Nicht einfach nur ein Sänger, sondern ein empathischer Mensch, der seine tiefsten Emotionen in jeden einzelnen Song einfließen ließ. Der niemals müde wurde, auf Konzerten Mut zu machen, Ansprachen zu halten, in denen er allen sagte: Ihr seid genug, ihr seid geliebt, gebt nicht auf, macht weiter, ihr seid wichtig, ihr seid von Bedeutung. Und ja, genau ein solcher Mann zerbrach schlussendlich, verlor den Kampf gegen die eigenen Dämonen. Er schaffte es nicht mehr, seinen eigenen Kampf fortzuführen, die Worte, die er an andere mitgab, für sich selbst zu nutzen und sich selbst in dem Licht zu sehen, worin ihn Millionen andere auf der Welt sahen. Chester Bennington wurde 41 Jahre alt. Seine Werke, die werden unsterblich bleiben. Nach dem Tod Benningtons sagten Linkin Park verständlicherweise sofort alle weiteren Auftritte, die noch bestätigt waren, für den Rest des Jahres ab. Auch gaben sie kein Statement ab, wie es nun weitergehen soll. Ob überhaupt oder ob man sich damit auseinandersetzen würde. Man wolle erst einmal versuchen, mit den Ereignissen klarzukommen und zu trauern. Am 27. Oktober 2017 dann betreten die verbliebenen Mitglieder von Linkin Park erstmals wieder eine Bühne. Genauer gesagt die Bühne des Hollywood Bowl in Los Angeles. Vor der Bühne über 17.000 Menschen im Publikum. Millionen verfolgen zusätzlich alles via Livestream weltweit. Der Titel des Abends: Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington. Nicht Abschied, nicht Trauerfeier, sondern Celebrate Life. Es ist kein normales Konzert. Nein, es ist mehr eine Art kollektiver Moment. Freunde und Wegbegleiter stehen an diesem 3-stündigen Abend gemeinsam mit Linkin Park auf der Bühne. Mitglieder von Blink-182, Korn, Bring Me the Horizon, System of a Down und viele weitere. Jeder von ihnen übernimmt Songs, spielt mit oder singt die Worte, die Chester einst sang. Und es geht hier nicht einfach nur darum, für Chesters Andenken ein Konzert zu spielen. Es geht genau darum, ihn hörbar zu machen. Wenn das Publikum bei In the End jede Zeile singt, wird klar, der Mensch Chester, seine Art, seine Stimme. Ja, das alles wird vermisst, aber zeitgleich beweist man, seine Worte sind halt noch da. Mike Shinoda kämpft mehrfach mit den Tränen, spricht offen über Schmerz, über Freundschaft, über Dankbarkeit. Es ist kein perfekt inszenierter Abend. Es ist roh, ehrlich, menschlich. An diesem Abend wird deutlich, Linkin Park ohne Chester, das ist nicht dasselbe. Aber das, was sie gemeinsam geschaffen haben, das ist größer als ein einzelner Mensch. Es ist ein Gefühl, eine Generation, ein Zuhause für Menschen, die sich lange allein gefühlt haben. Im Anschluss an diesen Abend gründet die Band den One More Light Fund, um Organisationen im Bereich psychische Gesundheit zu unterstützen. Aus Musik wird Hilfe, aus Verlust entsteht Verantwortung. Nach dem 27. Oktober wird es dann still. Keine neue Musik, keine Tourankündigung, keine Interviews im üblichen Sinne. Viele Fans stellen sich daher dieselbe Frage: War das jetzt das Ende von Linkin Park? Im Statement, welches die Band kurz nach Chesters Tod postete, schrieben sie: Unsere Liebe zum Musikmachen und Auftreten ist unauslöschlich, auch wenn wir noch nicht wissen, welchen Weg unsere Zukunft nehmen wird. Das ist kein Wir hören auf, kein Wir machen weiter. Für viele wirkt es unentschlossen. Ich sage, es war faire und absolute Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und gegenüber den Fans. Denn
sie wissen verständlicherweise selbst nicht, wie es weitergeht. Im Januar 2018 meldet sich Mike Shinoda in einer Fragerunde zu Wort. Er sagt, dass es den Wunsch gäbe, irgendwann weiterzumachen, aber nicht aus Druck, nicht aus Erwartung, sondern nur, wenn es sich richtig anfühle. Es brauche Zeit, Heilung und Gespräche. Und genau das passiert. Statt einer vorschnellen Entscheidung folgt eine Phase des Innehaltens. Jeder aus der Band verarbeitet den Verlust auf seine eigene Weise. Shinoda zum Beispiel veröffentlicht 2018 ein sehr persönliches Soloalbum Post Traumatic, in dem er offen über Trauer, Wut und Orientierungslosigkeit spricht. Linkin Park als Band hingegen verschwinden nicht, aber sie drängen sich auch nicht zurück ins Rampenlicht. Es ist eine Art Schwebezustand zwischen Vergangenheit und Zukunft, Vermächtnis und Neubeginn. Nach langer Zeit der Stille beginnen ab 2023 erste vorsichtige Gerüchte um die Band. Im Februar wird anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Meteora eine Anniversary Edition veröffentlicht, auf welcher sich auch der Song Lost befindet. Lost sei laut Shinoda bereits zu den ursprünglichen Aufnahmen zu Meteora 2003 entstanden, habe es am Ende aber nicht auf das Album geschafft, da der Song sich in den Augen der Band zu sehr mit Numb ähnelt und man diesen seinerzeit als den stärkeren von beiden Songs ansah. Lost wird ein Erfolg und treibt Fans einige Tränen in die Augen. Chesters Stimme, der Style des Songs, die Lyrics, es ist das perfekte Geschenk zum Jubiläum. Aber Shinoda betont im Herbst 23 bei einigen Interviews nochmal, dass es keine konkreten Pläne für neue Musik oder Konzerte gebe. Die Band sei freundschaftlich weiter verbunden, habe darüber hinaus aber keine Gespräche zu genannten Themen aufgenommen. Im Sommer 2024 allerdings verbreiten sich Gerüchte, Linkin Park würde sich wieder regelmäßig im Studio treffen und proben. Brancheninsider berichten sogar, oder besser behaupten, denn so wirkliche Beweise legt noch niemand vor, dass die Band mit einer Sängerin proben würde. Und auch wenn andere Namen gerüchtehalber kursieren, fällt der Name Emily Armstrong am häufigsten. Auf Social Media verbreiten sich die Gerüchte rasend schnell. Seitens der Band werden diese aber für den Moment gekonnt ignoriert. Bis dann am 24. August 2024 die Ankündigung eines Livestreams erfolgt. Kein Titel, keine Details, einfach nur ein Datum und eine Uhrzeit. Die Spekulationen, ja, die nehmen jetzt richtig Fahrt auf. Ist es eine neue Single, eine neue Tour, neuer Sänger oder Sängerin, ein Abschiedskonzert? Die Möglichkeiten überschlagen sich und werden online diskutiert. Und so sitzen am 5. September Millionen von Fans vor ihren Smartphones, Computern und Fernsehern, den Countdown beobachtend, was bei Null passieren würde. Was die Leute schon sehen, eine Halle, irgendwo in Los Angeles, eine Bühne mit Instrumenten und um die Bühne herum stehen ca. 1000 Menschen. Alles Fans aus dem Fanclub LP Underground, die von der Band selbst sehr spontan eingeladen wurden, ebenso viele Presse- und Medienvertreter. Dann ist Stage-Time. Linkin Park betreten zu einem Arrangement von Castle of Glass die Bühne und dann spielen sie einen Song, den niemand kennt. Mike Shinoda steht am Mikro, er lächelt, singt und dann erlebt die Welt den Moment, in dem Linkin Park ein weiteres Mal Bandgeschichte schreiben. Going around like a revolver. It's been decided how we lose. Emily Armstrong betritt die Bühne und gemeinsam spielt die Band The Emptiness Machine. Die Gerüchte waren also wahr. Und jetzt wissen es auch alle, Linkin Park sind nach 7 Jahren nach Chesters Ableben offiziell zurück. Man hat jemand Neues am Mikro gefunden und möchte wieder die Bühnen der Welt betreten. Und dieser Abend, der dient nicht einfach nur als wir zeigen euch mal kurz unseren neuen Song und unsere neue Sängerin. Am Ende spielt man ein ca. einstündiges Konzert und erklärt, dass in Kürze bereits auch ein komplett neues Album erscheinen wird. Nach dem Stream allerdings, ja, da macht das Internet dann das, was das Internet zeitweise am besten kann. Denen eine Bühne bieten, die grundsätzlich erstmal alles scheiße finden.
Wie kann man nur eine Frau in die Band holen? Hat denn niemand gehört, wie scheiße sie singt? Oh Gott, wie oft hat sie sich versungen? Ihre Stimme passt nicht zu den Songs. Jetzt hätten sie lieber aufhören sollen. Jetzt sind sie gestorben. Wieso nicht einfach einen anderen Bandnamen nehmen? Die Kommentare rissen nicht ab. Dankbarerweise stießen diese Kommentare aber auch auf eine durchaus sehr breite Masse an positivem Gegenwind, wenn ich es mal so nennen darf. Mehr dazu sage ich gleich noch in meinem Fazit. Am 15. November 2024 erscheint dann From Zero und konnte binnen kürzester Zeit, bis auf in den USA witzigerweise, überall die Spitze der Charts stürmen. From Zero, ein Name, der, wie Mike Shinoda später in Interviews betont, der wohl einfachste Albumtitel der Bandgeschichte war. Man hat zwar bereits ein dickes Portfolio aus Songs, aber mit Chesters Tod und dem Ausstieg des ehemaligen Drummers Rob Burden, dessen Plätze nun durch Emily Armstrong und Colin Britton gefüllt würden, fühlte es sich nach all der Zeit wie ein Neustart an. Denn niemand sollte hier ersetzt werden, es sollte einfach ein neues Kapitel der Band eröffnet werden. From Zero erhielt trotz des kommerziellen Erfolgs gemischte Kritiken. Für manche war es eine triumphale Rückkehr einer der größten Rockbands der letzten 25 Jahre, für andere ein Mix aus Vergangenheit und Zukunft und für die ganz negativen Stimmen eher sensationeller Stadionrock und verblüffend langweiliges Songwriting, bei dem die Sounds und Stile der ersten 3 Studioalben nachgeäfft werden, ohne den emotionalen oder klanglichen Einfluss zu erreichen. Linkin Park beenden 2024 auf jeden Fall doch sehr laut. Steuerten mit Heavy is the Crown die offizielle Hymne der League of Legends Weltmeisterschaft bei, kündigten eine From Zero World Tour in 2025 an, die in Windeseile restlos ausverkauft war, und sind für 2026 auch schon als Headliner für unter anderem Rock am Ring und Rock im Park angekündigt. Man könnte also sagen, das Comeback ist gelungen. Puh, was eine Reise bis hierhin. Und ja, ich lese schon Kommentare wie: Warum hast du das nicht noch erwähnt? Wieso fehlt das? Das hätte ich mir noch gewünscht. Und bitte glaubt mir, ich hätte dieses Skript noch um so enorm viel ergänzen, tiefer eintauchen oder anders beleuchten können. Da bin ich mir sicher. Ich habe aber versucht, die wirklich essentiellen Punkte aus meiner Sicht zu beleuchten und hatte beim Schreiben des Skripts über etliche Wochen, nein, Monate wirklich große Schwierigkeiten. Linkin Park als Band, Chester als Person, die Musik, all das hat einen enorm emotionalen Wert für mich und für viele andere natürlich auch, denn ich kenne und höre Linkin Park quasi seit Hybrid Theory, mehr oder minder. Eine ausgewogene Erzählstruktur zu finden, bei der die wesentlichen Aspekte vernünftig beleuchtet werden, ohne dass ich aufgrund eigener emotionaler Standpunkte, wie das könnte man noch erzählen, das wäre noch wichtig, was ist mit diesem Thema, dieses Video am Ende auf 2 Stunden ziehe. Es fiel mir nicht leicht. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for! Heavy is the crowd. Was kann ich also am Ende sagen, um dem Ganzen einen Abschluss zu geben? Linkin Park sind objektiv betrachtet definitiv eine der größten Bands des 21. Jahrhunderts. Das lässt sich ganz leicht anhand von Erfolgen und Zahlen belegen. Ob man sie nun mag oder nicht, sind das Fakten, die nicht abzustreiten sind. Diese Band ist schon längst in den Geschichtsbüchern der Musik verewigt und wird noch viele Generationen von Musikfans, besonders heranwachsende Metal-Fans, zukünftig begeistern. Sie haben es geschafft und tun es heute noch, Menschen über Genregrenzen hinweg zusammenzubringen. Darüber hinaus haben sie eine ganze Szene nachweislich mitgetragen und zudem unglaublich viele Menschen, die selber Musik machen oder es vorhaben, dazu inspiriert. Sie haben sich nie davor gescheut zu experimentieren, egal welches Feedback am Ende auf sie einprasselte. Für mich persönlich kann ich sagen, dass die Musik von Linkin Park, ganz besonders Hybrid Theory und Meteora, einen, wie bereits gesagt, tiefen emotionalen Wert haben. Ich selbst weiß, wie es ist, wenn man 90% der Schulzeit Mobbing durchleben muss. Ich weiß aus eigener Hand, was Depressionen sind, was sie mit dir und deinem Leben anstellen und wie dunkel und wie tiefschwarz manche Tage und Zeiten sein können. Linkin Park haben mir wie vielen anderen da draußen auch den Weg in härtere Musik geebnet, haben mir aus der Seele gesprochen, mir durch schwere Zeiten geholfen. Als ich die Nachricht von Chesters Tod bekam, war es einer dieser wirklich ganz seltenen Fälle, wo ich um jemanden geweint habe, den ich persönlich gar nicht kannte. Und doch hatte ich immer das Gefühl, wenn ich diese Lieder hörte, dass da jemand war, der mich kannte. Und irgendwie kannte ich ihn dann vielleicht auch, auf eine andere Art und Weise. Und ja, ich werde Chester auch immer vermissen. Doch die Welt dreht sich weiter.
Ja, auch ich war skeptisch zugegeben, aber es hat vielleicht 5 Minuten gedauert und Emily hatte mich in ihrem Bann. Denn ja, ihr ist ein paar Mal die Stimme gebrochen. Und natürlich war es erst einmal seltsam, ihre Stimme auf den alten Songs zu hören. Aber trotz allem ist es Linkin Park. Natürlich, ich verstehe, dass Chester die Figur in dieser Band war. Dass seine Lebensgeschichte die Bedeutung der Songs nochmal mehr hervorgehoben hat. Aber Linkin Park waren nie Chester und Chester war nie Linkin Park. Denn was würde das über Mike, Brad, Hahn, Dave und Rob aussagen? Emily ist definitiv kein Ersatz für Chester. Das war sie nie, das wird sie nie sein. Und das Allerwichtigste, das will sie auch nicht sein. Und genau das ist der Punkt. Sie ist eine Ergänzung in dieser Band. Ein neues Teil, welches neue Ideen, neue Emotionen und neue Energie bringt. Emily Armstrong hat in vielen Momenten mehr als bewiesen, dass sie hinter dieses Mikrofon gehört. Bei genau dieser Band und dass sie weiß, welche Emotionen in den Songs stecken und sie auch die Fähigkeit hat, diese rüberzubringen. Ich jedenfalls werde diese Band und ihre Musik niemals loslassen können. Oder besser gesagt, nicht loslassen wollen. Ciao.